Angesichts der angespannten Sicherheitslage im Mittleren Osten, angesichts des Krieges im Iran und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der Iran ja auch Raketen auf die britischen Militärbasen in Zypern abgeschossen hat, fragen sich natürlich viele, die vielleicht nach Zypern auswandern wollten, ob jetzt Zypern noch wirklich sicher ist oder ob es vielleicht andere Alternativen gibt, andere Länder, die sicher sind und dennoch ähnliche steuerliche Vorteile wie Zypern bieten. Meiner Meinung nach ist Malta hier eine sinnvolle Alternative und ich will dir die Vorteile von Malta im Vergleich zu Zypern in diesem Video noch einmal vorstellen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du diesen Kanal kennst, dann weißt du ja, dass ich selbst schon zweimal ein Jahr auf Malta gelebt habe. Ich kenne Malta sehr gut. Wir sind seit 2011 in Malta sehr intensiv tätig und helfen Mandanten nach Malta auszuwandern, dort Firmen zu gründen. Meine Schwägerin Sabrina, die du auch vielleicht von diesem Kanal kennst, lebt auf Malta. Sie kümmert sich um unsere Mandanten dort. Wir können dir also hier ein komplettes Dienstleistungsportfolio anbieten. Details auf unserer Webseite. Wir haben auch demnächst wieder einen Event organisiert, der heißt Auswandern nach Malta. Dort werden Sabrina und ich dir alles vorstellen zum Thema Steuern, Recht, Firmengründung, Konten, Non-Dom-Status, alles, was du wissen musst, wenn du dich für Malta interessierst, wenn du nach Malta auswandern willst. Also 2 intensive Tage, wo alle deine Fragen rund um das Thema Auswandern nach Malta hoffentlich geklärt werden können. Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Aber jetzt zurück zu unserem eigentlichen Thema. Zypern unter Raketenbeschuss, das haben wir jetzt gesehen. Iran hat mehrfach Raketen auf die britischen Militärbasen in Zypern abgefeuert. Das Ganze ging dann so weit, dass dann mehrere EU-Länder Kriegsschiffe in die Region geschickt haben, um Zypern zu schützen. Macron, der französische Präsident, hat sogar gesagt, wer Zypern angreift, der greift die EU an, hat im Grunde genommen an einen Bündnisfall erinnert, den es ja nicht nur mit der NATO gibt, sondern auch innerhalb der EU. Obwohl das natürlich ein bisschen zweifelhaft ist. Es wurde ja rechtlich gesehen kein EU-Gebiet angegriffen. Denn selbst wenn jetzt der Iran auf britische Militärbasen geschossen hat, dann sind das ja souveräne Gebiete, die gehören also zu Großbritannien dazu, nicht zu Zypern. Aber das sei mal dahingestellt. Gleichzeitig haben wir die Situation in Nordzypern und den Konflikt mit der Türkei. Jetzt hat Zypern gesagt, sie wollen der NATO beitreten. Das findet natürlich die Türkei absolut gar nicht gut. Zypern liegt natürlich auch sehr nah im Grunde an der ganzen Region dort am nahen und Mittleren Osten. Also insgesamt eine Gemengenlage, die jetzt viele als bedrohlich einstufen wird. Ich möchte ganz klar sagen, dass ich jetzt hier nicht negativ über Zypern sprechen will. Zypern hat viele Vorteile. Zypern ist ein super Land. Wir arbeiten in Zypern ebenfalls mit sehr guten Steuerberatern und Anwälten zusammen, haben vielen Mandanten geholfen, nach Zypern auszuwandern. Aber dennoch muss man das objektiv einfach so sagen, dass natürlich in dieser Situation etliche Auswanderer gibt, die dort nicht mehr leben wollen aufgrund diesen geopolitischen Spannungen. Ob das jetzt objektiv ist oder nur subjektiv ist, weil man sich eben unsicher fühlt, das sei jetzt einmal dahingestellt. Darüber möchte ich jetzt nicht urteilen. Aber dass es so ist, das sehen wir allein anhand der Anfragen, die uns zu diesem Thema erreichen. Ähnliches könnte man natürlich auch über Dubai sagen, wobei natürlich Zypern jetzt nochmal ein bisschen weiter weg ist. Letztlich sind ja auch die Schäden, die in Dubai verursacht worden, ziemlich gering, muss man sagen. Die meisten ja durch fallende Raketenteile, durch Raketen, die diese Drohnen abgeschossen haben. Also auch da hat im Grunde genommen die Regierung in den Vereinigten Arabischen Emiraten alles richtig gemacht, aber das Gefühl der Unsicherheit ist halt einfach da. Und das ist eben in solchen Regionen ein Problem, weil natürlich die Sicherheitslage dort in der Gesamtregion sehr volatil ist. Daher also die Frage, gibt es Alternativen zu Zypern? Und weil eben viele auch bei uns angefragt haben, ganz konkret könnte Malta eine Alternative zu Zypern sein. Deswegen habe ich mir gedacht, obwohl ich ja schon viele Videos zum Thema Malta gemacht habe, werde ich jetzt nochmal Malta und Zypern vergleichen. Was sind die Vorteile? Was ist anders auf Malta? Was muss man wissen? Am Ende muss natürlich jeder selbst entscheiden. Es geht nicht nur um steuerliche Vorteile, sondern auch natürlich um ein Lebensgefühl. Wo fühle ich mich wohler? Wo bin ich glücklicher? Was ist besser für mich und meine Familie? Was ist besser für mich geschäftlich? Also da gibt es verschiedene Faktoren, die diesbezüglich zu berücksichtigen sind. Aber kommen wir jetzt zu der Frage, welche Vorteile Malta gegenüber Zypern hat. In der konkreten Situation, aber natürlich auch ganz allgemein. Also, erster Vorteil, Malta liegt natürlich viel weiter westlich. Malta liegt ja leicht südlich von Sizilien, nicht im östlichen Mittelmeer wie jetzt Zypern, sondern im westlichen. Dadurch natürlich auch sehr viel besser angebunden. Malta ist im Schengen-Raum. Malta ist natürlich auch sehr viel kleiner als Zypern. Jetzt sagen manche, oh, das ist ja schrecklich, so eine kleine Insel.
Das ist mit Sicherheit so. Malta ist zum Beispiel auch deutlich kleiner als jetzt Mallorca oder sowas. Ich habe das immer als etwas sehr Positives empfunden. Ich habe die Insel immer als sehr kompakt empfunden. Man kommt überall hin. Du brauchst kein Auto, bist mit dem Taxi überall in 45 Minuten. Du kannst überall auf der Insel sein, mit dem Auto, mit dem Taxi in 45 Minuten. Taxis sind extrem günstig. Also für mich war das ehrlich gesagt ein Riesenvorteil. Und vor allen Dingen, wenn du sowieso viel am Reisen bist, wenn du sowieso nicht so oft dann auf der Insel bist, dann ist die Größe ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm. Ich habe sie, wie gesagt, als Vorteil empfunden. Weiterer Vorteil an Malta ist, dass dort tatsächlich Englisch hauptsächlich gesprochen wird. Das kann man natürlich über Zypern nicht sagen. Zypern wird hauptsächlich Griechisch gesprochen, obwohl jetzt natürlich Englisch quasi auch dort eine Amtssprache ist und auch man mit Englisch natürlich vielfach zurechtkommt. Wirklich gesprochen wird eigentlich hauptsächlich Griechisch. Das ist in Malta anders. Dort wird tatsächlich hauptsächlich Englisch gesprochen. Maltesisch ist natürlich den Maltesern auch wichtig. Das ist so ein bisschen wie das Gälische in Irland. Also eine meiner Meinung nach unnütze Sprache. Aber natürlich, man hängt daran irgendwie emotional seitens der Maltesen. Deswegen sind auch alle Straßenschilder dann wieder auf Maltesisch und Englisch. Aber wie gesagt, Malta ist die Amtssprache Englisch und es spricht jeder Englisch und Englisch ist die Sprache, die im Alltag verwendet wird. Militärisch gesehen hat Malta gegenüber Zypern natürlich viele Vorteile. Malta hat praktisch kein Militär, natürlich so ein bisschen Küstenwache hat man natürlich schon, aber ansonsten eigentlich nicht sehr viel. Malta ist bewusst neutral, ist nicht NATO-Mitglied, hält sich bewusst aus diesen ganzen Streitereien raus. Man hat hier sehr leidvolle Erfahrungen gemacht im Zweiten Weltkrieg, da wurde ja Malta auch sehr stark bombardiert, weil eben Malta zu der Zeit britisch war und man hat einfach die Schnauze voll, letztlich hier für größere Länder gerade stehen zu müssen. Deswegen hat man hier eine sehr klare Neutralität. Man will nichts mit diesen Konflikten zu tun haben. Das heißt, auch diese geopolitischen Konflikte, die wir in Zypern sehen, mit der Türkei zum Beispiel, das gibt's natürlich alles in Malta nicht. Und auch dieses Risiko der Militärbasen in Zypern, die ja sehr weit dann auch in den gesamten Mittleren Osten reichen können. Also die Flugzeuge, die da starten, die Raketen, die möglicherweise von dort starten, das alles gibt es in Malta nicht. Und auch ganz bewusst nicht. Man will ein kleines Land sein, ähnlich wie Irland, ehemalige britische Kolonie, keine Lust mehr auf diesen Quatsch. Man ist ein kleines Land, man ist ein neutrales Land, man will mit jedem Business machen und sich aus diesen Konflikten raushalten. So, kommen wir zu den steuerlichen Vorteilen. Der Non-Dom-Status in Malta ist unbegrenzt gültig, anders als in Zypern, wo man ihn nur 17 Jahre lang nutzen kann. Der Non-Dom-Status in Malta bezieht sich auf alle Einkünfte, auf alle ausländischen Einkünfte, nicht wie in Zypern, wo er nur letztlich für Dividenden gilt. Du musst in Malta deine gesamten ausländischen Einkünfte nicht auf der Steuererklärung angeben. Das heißt, du gibst als Non-Dom letztlich eine leere Steuererklärung ein, anders als in Zypern, wo du diese Einkünfte erklären musst und dir dann anhören musst von der Steuerbehörde, ob das jetzt wirklich ausländische Einkünfte sind oder nicht. In Malta ist Krypto steuerfrei, in Zypern gibt es ja mittlerweile die Kryptosteuer. In Malta ist die Körperschaftssteuer effektiv 5%, in Zypern liegt sie mittlerweile bei 15%. Die Gesundheitsabgabe in Zypern von rund 3%, die gibt es in Malta ebenfalls nicht. Ein weiterer Vorteil ist, dass du in Malta keine Mindestanwesenheitspflicht hast, wo ja der Mindestaufenthalt mit Non-Dom-Status 60 Tage ist, wenn du dort ein Unternehmen hast oder entsprechend dort angestellt bist, ansonsten sogar 183 Tage. Das gibt es in Malta nicht. Hier gibt es keine Mindestanwesenheitspflicht. Die Doppelbesteuerungsabkommen, die Malta hat, sind ziemlich gut. Meiner Meinung nach ist das maltesische Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland besser als das zypriotische. Es gibt auch dort zum Beispiel in diesem Abkommen keine Rückfallklausel oder keine Öffnungsklausel, wie man sagt. Das heißt, du bist zum Beispiel in Malta auch vor den Negativwirkungen der erweiterten beschränkten Steuerpflicht letztlich geschützt, ja. Wobei das ein separates Thema ist, das müssen wir dann nochmal genau anschauen. Also aus all diesen Gründen würde ich sagen, dass Malta aus steuerlicher Sicht definitiv besser ist als Zypern. In Malta gibt es natürlich auch bestimmte Komplikationen. So ist zum Beispiel das maltesische Firmen-Setup, damit du dann wirklich diese 5% Steuern bezahlst, relativ komplex. Da brauchst du dann 2 oder 3 Gesellschaften. In Zypern geht das Ganze mit einer Gesellschaft. Kannst dir schon vorstellen, was die Verwaltung von 3 Gesellschaften kostet. Tendenziell lohnt sich Malta natürlich nur dann, wenn du auch entsprechende Gewinne machst. Ein weiterer Punkt in Malta, den viele zunächst beanstanden, ist die Tatsache, dass man in Malta, wenn man den Non-Dom-Status nutzt, 5.000 € Pauschalsteuer bezahlen muss. Wobei das nur dann notwendig wird, wenn du nicht bei deiner eigenen Gesellschaft angestellt bist. Die meisten Mandanten haben in Malta ihre eigene Gesellschaft, dann lassen sich dort anstellen, zahlen sich ein kleines Gehalt aus, ich sag mal 2.500 € im Monat, dann zahlst du, wenn man das aufs Gesamtjahr hochrechnet, auch ungefähr 5.000 € Steuern. Weil du dann eben 5.000 € Steuern schon gezahlt hast, musst du natürlich dann die Mindeststeuer von 5.000 € nicht mehr bezahlen, weil du sie ja eben schon anderweitig bezahlt hast.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel in Malta als Privatier lebst, was absolut möglich ist, Malta ist ja EU, du brauchst da kein Visum, du brauchst da keine Firma, du kannst da einfach hinziehen, du musst da nicht investieren, dann hast du eben die Pflicht, diese 5.000 Euro zu bezahlen. Das gibt es in Zypern zum Beispiel nicht. Ein weiterer Punkt mit Malta, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ist diese Tatsache, dass es keine feste Regelung gibt zu den Aufenthaltstagen. Das heißt, das ist so alles ziemlich verklausuliert, formuliert. Wann ist jetzt jemand wirklich in Malta? Wann gilt jetzt jemand wirklich in Malta als unbeschränkt steuerpflichtig? Unter welchen Bedingungen bekommst du dann auch in Malta ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat? Nun, die Sache ist relativ einfach. Wenn du dort einen Wohnsitz hast, wenn du dort eine Firma hast, wenn du dort angestellt bist bei deiner eigenen Firma, dann kannst du davon ausgehen, auch aus unserer Erfahrung mit vielen Mandanten, dass du ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat bekommst, egal wie viele Tage dich dort aufhältst. Wenn du jetzt nicht diese Substanz hast, dann kann es möglicherweise schon etwas schwieriger werden. Ja, weil man dann sagt, na ja, der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Interessen ist ja nicht in Malta. Der Lebensmittelpunkt ist ja möglicherweise nicht in Malta. Und da hat natürlich Zypern mit den 60 Tagen schon eine vorteilhafte Regelung. Es gibt jetzt in Malta den sogenannten High Net Worth Individuals Status. Da musst du dann eine Pauschalsteuer bezahlen, nicht von 5.000 im Jahr, sondern von 20.000. Damit ist es dann offiziell so, dass du 0 Anwesenheitstage haben musst. Du musst dort Stein und Bein schwören, dass du in keinem anderen Land mehr als 183 Tage anwesend warst. Dann geben sie dir ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat, auch wenn du keinen einzigen Tag in Malta anwesend warst. Die meisten unserer Mandanten nutzen das nicht. Die meisten unserer Mandanten brauchen das nicht. Sie haben, wie gesagt, eine Firma. Sie können zeigen, Malta ist der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Interessen und bekommen deshalb, wenn sie möchten, ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat. Vielfach muss man sagen, wird das steuerliche Ansässigkeitszertifikat auch überbewertet. Es gibt tatsächlich wenige Stellen, die das wirklich von dir sehen wollen. Zum Beispiel auch der deutsche Staat braucht das von dir eigentlich nicht, oder es gibt natürlich schon bestimmte Situationen, wo das notwendig ist. Sagen wir mal zum Beispiel, du bekommst eine deutsche Betriebsrente, möchtest diese steuerfrei nach Malta ausbezahlt bekommen, dann musst du nachweisen, dass du in Malta steuerlich ansässig bist, ansonsten werden in Deutschland Steuern fällig. Das sind solche Szenarien, aber viele werden das steuerliche Ansässigkeitszertifikat eigentlich auch nicht wirklich erhalten. Aber auch wenn die 60 Tage in Zypern in gewisser Weise vielleicht etwas lästig ist, das ist ja einen sehr einfachen Weg letztlich, um die steuerliche Ansässigkeit dann einfach zu belegen, ohne jetzt hier groß auf Substanz achten zu müssen, wobei eben auch die 60-Tage-Regelung in Zypern kannst du ja nur nutzen, wenn du dort angestellt bist beziehungsweise ein Unternehmen betreibst. Also, so mal hier ein ganz kurzer Abriss Malta, Zypern. Wie gesagt, meine persönliche Präferenz ist natürlich Malta, aber ich sage nicht, dass Zypern schlecht ist, bitte verstehe mich nicht falsch. Tolles Land Zypern, tolle Leute. Wir haben viele Mandanten, die dort sehr glücklich sind. Also, du musst selbst wissen, was du willst, aber wenn du nach einer Alternative zu Zypern suchst, aus welchem Grund auch immer, sei es aus steuerlichen Gründen oder aufgrund der Situation jetzt im Mittleren Osten, dann schau dir Malta ruhig mal an. Ich gehe jetzt davon aus, dass du gerne in der EU bleiben möchtest. Wenn du sowieso weg aus der EU willst, da gibt es natürlich außerhalb der EU und außerhalb von Europa natürlich auch noch sehr interessante Alternativen. Also, in diesem Sinne, wenn du nach Malta willst, wenn dich das interessiert, würde ich mich freuen, dich bei unserem Seminar begrüßen zu dürfen. Alternativ natürlich gerne auch ein Beratungsgespräch buchen mit Sabrina oder auch mir. Details dazu auf unserer Webseite und in der Beschreibung dieses Videos. Ich habe Deutschland vor 26 Jahren verlassen. Ich habe die EU vor 26 Jahren verlassen. Ein Schritt, den ich nie bereut habe. Zwischendurch habe ich mal wieder kurz in der EU gelebt, eben in Malta. Wir helfen Mandanten seit 20 Jahren dabei auszuwandern, sich im Ausland steueroptimiert aufzustellen, aber das Ganze natürlich rechtssicher zu machen. Wir helfen mit Firmengründungen, Bankkonten, zweiten Staatsbürgerschaften, Aufenthaltsgenehmigungen und allem, was du für das Thema Auswandern, Plan B, Vermögensschutz im Ausland haben musst. Und ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.